Der CC 650 MF von Weinsberg in der 2021er Ausstattung. Ja, die Maja ist wieder mal neben mir. Grüß dich, Maja. Hallo. Für was steht CC? Caracor. Caracor. Genau. Krass. Wäre ich nie drauf gekommen. Ich dachte so CC, Volkswagen, Cabrio, nee, keine Ahnung. Ja, das ist ein voll integriertes Modell. Das bedeutet, ich habe eine riesige Panorama-Aussicht, korrekt? Genau, das stimmt. Rundumblick. Wir können auch gleich mal reingehen, dann können wir mal rausgucken. Das ist so, glaube ich, das große Plus ist, man hat viel mehr Raum, das Ganze ist voll integriert. Und die Frage, die ich mir stelle, wenn jemand einen teilintegrierten kauft, warum kauft er denn nicht einen vollintegrierten direkt? Ist das eine Preisfrage? Ja, die vollintegrierten sind vom Preis her etwas teurer. Das Hubbett oben beispielsweise ist Serie bei den Modellen. Das ist halt für viele Leute auch, die sagen, sie brauchen es einfach nicht. 3,5 Tonnen hat man hier schnell gerissen, oder? Bei den vollintegrierten? Ja, definitiv. Also die sollte man mit Auflastung bestellen. Das heißt also, ich brauche den großen Führerschein, was übrigens gar nicht so schwierig ist. Also viele, die haben ja Bammel, die haben die Schulzeit hinter sich, die haben keinen Bock mehr, Prüfungen zu machen und so. Dieser C1E bis 7,5 Tonnen, der ist nicht so schlimm wie ein LKW-Führerschein und viele machen den ja mittlerweile, oder? Ja, gerade es bleibt ja nichts anderes übrig jetzt. Ja, aber auch viele auch nicht. Es ist so. Und fahren dann überladen. Und das ist, glaube ich, viel schlimmer. Die Versicherung zahlt nicht. Ja. Und ganz, ganz viele, also wenn es dann zu Unfällen kommt, die rekonstruieren wirklich das Gewicht, oder? Genau, ja, das stimmt. Also gerade auch, es kommt ja immer darauf an, in welche Richtung fahre ich. Wenn ich in die Schweiz fahre, weiß ich, kann ich mir eigentlich zu 99% sicher sein, ich muss auf die Waage. In Österreich habe ich gehört, ob das stimmt, weiß ich nicht. Und in Tschechien, die wiegen während der Fahrt schon. Das heißt also, die gibt es so spezielle Wagen, du fährst drüber. Das gibt es ja auch bei diesen Brücken da, die gesperrt sind mit 3,5 Tonnen. Also man sollte nicht überladen fahren. Aber großes Thema ist natürlich Führerschein. Die Leute wollen 3,5 Tonnen haben, so ist es. Ja, vielleicht direkt am Anfang. Die größten Vorzüge sind natürlich im vollintegrierten, ich habe viel mehr Platz, oder? Ja, das stimmt. Also man hat hier auch wieder große Gänge. Im Allgemeinen dadurch, dass es nirgendwo die Raumhöhe abnimmt, ein wahnsinniges, ja, es fühlt sich an, als wie wenn man auf dem Saal ist. Ja, das Schöne ist, man hat einen fast durchgehenden Boden. Das heißt, ich habe nur eine einzige Stufe, die ist da vorne. So, und anders wie im Wohnwagen, wo es dann rauf und runter geht oder im Wohnmobil, das hier ist alles so praktisch aus einem Guss. Genau. Ja. Cool. Ja, auch hier darfst du dich mal kurz nach vorne setzen. Und ich spreche mal mit der Patricia. Grüß Patricia. Hallo. Ja, unsere Camping-Novize. Und ja, das ist nun wirklich schon Luxus pur, oder? Auf jeden Fall. Das ist nochmal was komplett anderes. Ja. Etwas mehr Wohnzimmer, ne? Ja, das stimmt. Man sitzt auch echt sehr angenehm. Warte, ich zeig mal, wie du sitzt. Ja, hier könnte ja dann jetzt so ein ganz kleines Säckchen auf dem Tisch, ein Prosecco oder sowas, ja, eine Tüte Chips. Ja, und dann, bringst du mir was? Und Netflix. Genau. Das geht mittlerweile Netflix, muss man sagen. Es gibt Router für das Wohnmobil. Genau, es gibt Router fürs Wohnmobil und dann kann ich mein Netflix gucken, mein Amazon gucken. Und das ist auch mittlerweile gar nicht so schwierig, denn es gibt so kleine Sticks, die kann ich einstecken, brauche nur Internet. Das Internet könnte auch das Handy geben. Der Trend geht immer mehr dazu über, die fest installierte Satzschüssel, ja, die ist nicht mehr bei jedem dabei, oder? Nee, also es gibt jetzt mittlerweile tatsächlich Kunden, die gar nicht mehr brauchen, weil sie sagen, ja, sie gucken online. Oder es gibt auch noch die Camper, die sagen, sie gucken sowieso kein Fernsehen, wenn sie in Urlaub fahren. Ich zeige mal gerade die ganze Sitzgruppe, bleibt mal sitzen. Beziehungsweise Maja, wenn du mal so lieb bist, bau mal gerade den zweiten Sitz um. Ich will mal gerade mal sehen, Basis ist hier ein Fiat Ducato. Genau. Und die Frage ist, da ist ja das Lenkrad noch da. Ich nehme an, dass du das vorher ein bisschen reinfährst oder bleibt das so? Es kommt drauf an, es geht teilweise so. Jetzt hänge ich natürlich an dem anderen Sitz hier fest. Sie kann drehen. Ja, der war schon draußen. Ich denke, das muss man so ein, zwei Mal probieren. Der muss jetzt ein Stück zurück, nehme ich an. Patricia, helf mir mal ein bisschen, drücken einmal. Das kriegen wir schon hin. Soll ich mich vielleicht mal draufsetzen? Gleich. Liebe Leute von Weinsberg, das sind neue Fahrzeuge. Genau, es kann nämlich sein, wenn man drauf sitzt, geht es besser. Patricia? Ja! Wir haben es geschafft. Und jetzt? Jetzt muss ich. Okay. So. Aber es ist ja auch so, dass die Leute, die wollen das sehen. Wie einfach ist das mit dem Drehen? Schafft man das? Meist ist es so, wenn man den Bogen raus hat, man hat es einmal gemacht, danach ist ganz easy, oder? Ja, und gerade wenn auch die Sitze ein paar Mal gedreht wurden, dann
geht das auch einfacher. Nur ja, Neufahrzeuge, dann ist das alles immer noch ein bisschen schwieriger. Ja, da vorne, da sind jetzt die Stützen mit drin. Ich sehe aber hier gar keine Öffnung für die Stützen. Wie funktioniert das? Weißt du das? Ja, oben ist dieser Metallklipser, da Okay. einfach draufdrücken, wie eine Push-Lock-Funktion. Und dann? Hochklappen, jetzt kann ich das hochklappen und da drin sind dann die Kopfstützen. Da sind die Kopfstützen drin, okay. Hat den Vorteil, wenn ich das rausnehme, habe ich einfach noch mal mehr Ablagefläche, Stellfläche, die ich vielleicht für die Küche brauche. Okay, das heißt also auch hier die Sitze, das heißt alle Plätze, wo Leute sitzen, die sind fest mit dem Fahrwerk verbunden. Das heißt, das ist nicht am Aufbau, sondern die hängen unten am Metall. Genau. Wir haben hier halt, was schön ist, die Lounge-Sitzgruppe. Das haben wir bei den anderen Modellen nicht, mit einem komplett. Schiebbaren Tisch. Genau, also den kann ich hin und her schieben, wie ich das möchte. Der ist auch höhenverstellbar? Der ist auch höhenverstellbar, genau. Ich habe schon gesehen auf der anderen Seite, gemeinerweise. Das sehe ich nicht. Ja, Sag mal, wenn die Leute so ein Wohnmobil kriegen, Einweisungszeit, ich meine, du selber, ich verlange jetzt von dir, dass du 30 Wohnmobile auswendig kennst. Das ist gar nicht so einfach, zumal das hier ganz neu ist. Ich glaube, die vollintegrierten erst seit letztem Jahr. Wie lange braucht man denn Einweisungen hier? wenn man das ein paar Mal gemacht hat, mittlerweile brauche ich eine halbe Stunde. Ja. Und sonst bis zu 2 Stunden. Kommt halt auch immer drauf an, habe ich Kunden, die noch nie vorher ein Wohnmobil hatten. 4 Stunden. So in der Art, genau. Oder Alles habe mal ich halt zeigen. Kunden, die sich schon auskennen und wo das jetzt das 2. oder 3. Wohnmobil ist, was die beziehen. Ja, schön ist hier beim vollintegrierten, ich habe tatsächlich eine Fahrertür, die ich öffnen kann. Das ist bei vielen nicht der Fall. Morelo und Co. Hier kann ich einfach aussteigen zwischendurch. Und ja, auf der Beifahrerseite, da ist sie nicht zum Öffnen. Und ich habe ein großes Schiebefenster, das kann ich einfach auf und zu machen. So, geht wahrscheinlich etwas schwer, weil es ganz neu ist. Cool. Aber der Blick, schade, dass wir keine Alpen jetzt hier haben, Ja. der ist wirklich gigantisch. Das heißt, der Wohnraum wird komplett integriert. Ich habe viel mehr vom Wohnmobil. Ja, das ist, wie gesagt, das Bett kommt, aber man hat das Gefühl, man ist in einem Saal. Es ist wahnsinnig lang, man hat Platz, man hat die Höhe und das Wohnmobil wirkt von innen viel, viel größer und länger, als er eigentlich ist. Super, ja. Genau, also ich schaue mal ganz kurz drauf. Steht mal bitte auf. Dann zeigen wir mal das Hubbett, denn das Hubbett ist eine Besonderheit hier. Du sagst es serienmäßig bei allen? Bei den Genau, bei den voll integrierten ist es serienmäßig. ist es sehr. Jetzt müssen wir nur die Sitze einmal nach unten klappen. Das mag ich. Dieses Video wird in die Annalen eingehen der Vollintegrierten. Ist aber interessant, wenn man es noch nie gemacht hat. Muss ich irgendwas machen mit dem Sitz? Ja, die müssen wir Nach vorne, meinst du? genau, nach Ah ja, vorne. okay. Das ist nach unten. So, ich lasse es einfach mal. Ah ja, okay, ich hab's. Ihr habt's? Wo ging's? Und zwar hier vorne. Habt ihr es gefunden? Setz dich mal hin und dann, also ich glaube, wenn du sitzt, ist es einfacher. Und dann ist hier oben, ganz oben, Da. genau. Okay. Das ist einmal der Knopf und dann nebendran der. Der ganze da. Es gibt unglaublich viele Knöpfe, oder? Ja. Es gibt so viele Knöpfe. Das heißt, ich kann mir den Fahrersitz komplett anpassen an alles. Oder der ist Ja. schon ganz vorne. Nee, also die Lehne muss umgeklappt werden. Ach so. Dann kann das Bett runter, weil sonst sitzt das Bett da auch. Ah, okay, verstanden. Genau, also die muss man nach. So, ich erkläre es nochmal für alle. Wenn man dieses Bett hier runterlassen will, ja, dann muss man die Lehne von den beiden Fahrer- und Beifahrersitzen wahrscheinlich nach vorne klappen. Also bei dem Morelo, den wir fahren, klappt man die nach vorne. Geht aber nicht, oder? So, wir brauchen Hilfe. Weißt du was, du gehst mal kurz rein. Du gehst dir mal Hilfe holen. Also so. Das Problem ist, die Leute, die ich kenne, können mir nicht helfen. Nee, ist nicht so schlimm. Haben wir gerade vielleicht auf der anderen Seite? Nee, auch nicht. Man hat hier aber auch nichts mehr zum Drehen. Was ist das? Also hier neben ist Ich hab's, Du hast es? glaube ich. Oh, das war der Selbstzerstörungsflug. Nee. Also liebe Weinsberg-Leute, ihr müsst, Jetzt. zeigt mir, wo es war. Denn wenn wir ein Video schon mal mit 3 Minuten Sitzverstellung drin lassen, Okay, Also, sie hat den Knopf gefunden. ich habe den Knopf zeig's gefunden. mir. Wo? Müssen wir wahrscheinlich dann einmal. Ja.
hier ist anstelle des Drehrads Ja. ein Hebel, den man nach oben zieht. Ja. Und dann kann man dann klappen die sich komplett nach vorne weg. Das war's. So, das sagen wir jetzt mal bei der Kollegin. Okay. Wenn es so einfach ist, da wird sie das wahrscheinlich gleich finden. Es ist viel einfacher, als du dachtest. Genau, also hier. Ah, okay, den habe ich gedrückt. Okay. So. Und jetzt? Und den muss man mit ein bisschen Kraft, weil ist neu. Weil es neu. So, ich kann auch noch ein bisschen. Hochziehen, ja? Ja. Oh ja, ja. Jetzt. Oh, okay. Das macht man, glaube ich, wenn man nicht drauf sitzt. Ja. Das ist so, weil da macht es ja keinen Deshalb Sinn. wird man wahrscheinlich auch diese Lederhebel hier haben. Okay, ja, das macht Sinn. So, jetzt können wir. Sehr schön. Kurz den Jetzt, Rücken trainieren. ich hoffe allerdings, dass der linke Sitz, der ist noch nicht ganz unten, dass der nicht stört. Stört nicht, oder? Nein, das wird nicht stören. Ich glaube, ich muss es zurück. Ziehen zu dir. Ja. Da ist es. Ich glaube, das ist kaputt. Jetzt. Also, Oh, wow. Wollen wir das? liebe Leute, es ist eigentlich total simpel. Wahrscheinlich muss man hier zu dir ziehen, oder? Genau, also den Der hat zwei Seiten. genau ziehen. Rechte Seite geht schwerer als die linke. Und So. dann lässt sich der schwenken. Also ziehen und dann schwenkt das Bett nach hinten. Super, eigentlich total simpel. Ja. So, jetzt machen wir mal zur Ehrenrettung der Firma Weinsberg. Dürft ihr euch jetzt nochmal auf die Sitze setzen? Macht das Ding nochmal hoch. Und da ihr jetzt ja wisst, wie man die nach vorne und nach hinten macht, machen wir es noch einmal ganz kurz, ja. Nicht, dass sie nämlich denken, hier wäre irgendwas. Das heißt, der Hebel, der war etwas versteckt. Genau, der ist versteckt und der ist auch, den muss man wirklich gut. So, ich gucke mal auf die Uhr. Das waren jetzt ein paar Sekunden. Den Hebel ziehen. Ganz nach vorne. So. Genau. Und jetzt zieht man. Dann zieht man wieder nach Moment, ich muss das von hinten jetzt besser. Ist wahrscheinlich auch von hinten, macht man es wahrscheinlich dann. Das Ziehen. Ah ja. Ah ja. Und dann auf der anderen Seite. Genau, dafür müsste der Tisch jetzt. Ich probiere es nochmal von vorn. Interessant sind auch hier die Einsätze. Jetzt hat es direkt geschafft. Jetzt ist nur die Hupe kurz draufgekommen. Genau. Ich hoffe, wenn wir es zumachen, wird jetzt nicht dauergehupt. Aber das probieren wir jetzt mal. Und auch jetzt das Hubbett, das kannst du jetzt sofort runterlassen. Du weißt ja, wie es geht. Genau. War doch ganz einfach. Das war ganz einfach. Ist das ungefähr symptomatisch für Leute, die das noch nie gemacht haben? Kommt das hin? Ja. Ja, sehr gut. Definitiv. Oh, ich mag dich jetzt schon. So, du darfst jetzt mal drauf gehen, darfst es mal testen. Das heißt, ich habe ein riesen Bett vorne. Das ist fast noch größer wie hinten, oder? Ja, also ich habe eine Liegefläche. Und auch super gemütlich, also Ja. kann ich jetzt schon sagen. Das ist gemütlich. Ja, ja. Da macht noch ein Fenster, das heißt, ich kann extra lüften. Ich kann wahrscheinlich hier vorne noch zumachen. Oben kann man Hefte beispielsweise noch deponieren, Bücher, wenn man abends was lesen möchte. Geschickt gemacht. Okay, Und da ist das gute Heki. Ich als Neuling, wie In funktioniert der das? Mitte oder am besten mit beiden Händen runterziehen. Links und rechts und dann nach hinten schieben. Genau. Ah, okay. Ich habe heute so viel Neues gelernt, das ist Wahnsinn. So, jetzt werden alle sagen, wieso lasst ihr das drin im Video? Aber ich glaube, es ist mal ganz gut zu zeigen, wenn man das noch nie gemacht hat. Ja. Wenn ich mir so ein Wohnmobil kaufe, allein die Handbücher, wenn du mal kurz die Dicke der Handbücher übereinander Ja. gestapelt mit deiner Hand mal zeigst, wie dick die ungefähr sind. Kommt das hin? Das so ist pro Anleitung. Also wenn wir die Fahrzeuge ausliefern, das sind große Taschen, Ja. voll mit Anleitungen bis oben hin. Also da ist zum Beispiel die Anleitung vom Heki-Fenster, vom Genau. Kühlschrank, vom Hubbett, Ja. vom Sitz mit allem drum Genau. und dran. Und die meisten Leute, die können das ja gar nicht mitnehmen am Anfang, oder? Das heißt also, so wie du, wenn da jetzt ein neuer Sitz kommt mit allem drum und dran, Das geht ja innerhalb von kurzer Zeit gar nicht. Und dann ist es ja
Viele Leute lesen sich das ja auch gar nicht durch, Learning by Doing. Von daher war das gar nicht schlecht, dass wir das jetzt einmal gezeigt haben, wie es geht und wie es nicht geht. Ich wollte eigentlich nur mal zeigen, probieren kann man alles. Irgendwie Ja. kriegt man es dann mal raus. Aber es gibt auch Funktionen, die kriegt man nie raus. Man sollte vielleicht mal doch das Handbuch lesen. Ne? Genau, das sollte man tun, ja. Sind die Händler nett in Corona-Zeiten? Da wird so ein bisschen nachgesagt, die sind so ein bisschen arrogant, weil die haben ja so viele Kunden im Moment, die haben gar keine Zeit. Oder geht das? Nein, also das ist, ja, wir merken das definitiv, der Boom. Aber wir freuen uns darüber. Wir sind über jeden Kunden froh, der bei uns in den Laden kommt. Und von daher arrogant würde ich jetzt nicht behaupten. Ja, das habe ich das letzte Mal gehört, dass die gesagt haben, ey, die haben alle keine Zeit, wir müssen Schlange stehen und so weiter und so fort. Kommt mal runter, dann bauen wir es mal gerade zurück, dass man es mal zeigen kann. Übrigens, ich gehe mal kurz raus, bevor es hochmacht. Da ist automatisch dann die Privatsphäre auch gewährleistet. Das bedeutet also, hier geht denn dieser Stoff mit hoch an der Seite. Ja, bitte einmal hochmachen, ob du das schaffst. Du bist ja stark. Da sind so Federn drin, gell? Das geht eigentlich ganz einfach. Und dann macht es klack, klack. Klack, klack. Ist beides drin? Genau. Das ist fest. Und man kann es nochmal verriegeln, gell? Von oben. So, jetzt bin ich ja froh, dass das rum ist. Ich auch. Ja. Ja, vielleicht mal da vorne der Möbelbau hier ganz anders. Also es ist wirklich so, das hier sieht schon so ein bisschen aus wie eine Loftwohnung, oder? Ja, das stimmt. Also es ist wirklich vom Prinzip her alle Möbel sind verdübelt. Es ist eine massive Holzbauweise, was die Möbel betrifft, aber einfach extrem hochwertig. Also man kommt hier rein und ja, es ist dann doch eine gehobenere Atmosphäre in dem Fahrzeug. Preis ungefähr von dem? Der hier liegt jetzt, der hat halt schon relativ viel Ausstattung für die Messe, liegt jetzt bei 78.000. Das geht noch. Für einen voll integrierten von Weinsberg, Made in Germany, muss man sagen. Mit Voll-LED-Licht habe ich eben gesehen, der Maschine hat mit alle drin. Pakete soweit schon Automatik. drin. Automatik, die Pakete drin. Ist da schon in Ordnung. Also da passt die Preis-Leistung. So, die Küche, Patricia. Ja. Ich will dich ja jetzt nicht als Frau vor die Küche stellen, ja, so, aber Aber auch hier merkt man wieder, die Schubladen sind richtig groß. Hier habe ich auf jeden Fall sehr viel Stauraum. wie ist so das Feeling, wenn die rausziehst? Ist das wertig? Oder ist das leicht und billig? Nein, also es geht leicht, aber es fühlt sich robust an. Also Gut, man muss sagen, die sind jetzt unbeladen. Also das ist ja normalerweise noch was anderes, wenn sie beladen sind. Da geht es wahrscheinlich noch mal ein bisschen mit mehr Schmackes zu. So, das Kochfeld machen wir auf. Da hätte man ja nun wirklich was anderes einbauen können, ja, als das einfache Dometic. Aber es gibt Abhilfe, man kann sogar es gibt ein Diesel-Ceran-Kochfeld. Also es gibt da unglaublich viel, was man machen kann. Üblicherweise gibt es ja die kochen viel und es gibt Leute, die kochen überhaupt nicht, oder? Das stimmt, also das merken wir ja auch ganz viel bei unseren Wohnmobilen. Die haben Backofen serienmäßig und die große Kochplatte. Es gibt Kunden, die sagen, boah, das ist super. Alleine schon für Aufbackbrötchen, keine Ahnung. Dann gibt es Kunden, die kommen rein und sagen, das brauche ich nicht, ich fahre in Urlaub. Ich habe einen Backofen bei mir drin, den hat der Vorbesitzer nie verwendet. Und ich verwende den andauernd. Ich mache da Chicken McNuggets für den Ich auf der Oscar. Messe auch jetzt, wenn ich campe, alleine, wie gesagt, Aufbackbrötchen morgens mal zum Frühstück machen. Das ist so super. Ja, ziemlich cool ist hier das Bett. Ist nicht so groß, aber ich habe ja vorne noch ein Bett. Genau, vorne noch das Bett. Da ist dann auch wieder die Möglichkeit, Die durchreichen. Ja. Genau. Wir haben bei dem Modell auch noch diesen riesengroßen Kühlschrank. Ja, zeig mal. Das ist ein Tedford, sehe ich gerade. Automatikkühlschrank. Das, Also der Krass, oder? ist, glaube ich, so groß. der wie ist du. richtig groß. Ja, stimmt. zeig mal, warte mal, ich zeig mal. Also kommt fast Vielleicht kann hin. ich ja rein. Okay, und das hier geht so? Ah ja, okay. Das ist ja cool. Ich habe noch nie so ein Video gedreht, wirklich. wo wir das mal drin lassen, ja, mit dem Ausprobieren von dem Sitz. Aber zeig doch mal gerade ganz kurz. Da unten habe ich nämlich etwas gesehen, das hat mir jetzt ziemlich gut gefallen. Kühlschrank nochmal auf, bitte. Ja. Ja, da unten kann man nämlich, ja, in der Schublade, Große Schublade mit Zwischengittern. da könnte man Getränke reinstellen, Ja. oder? Weil das ist ja bei Wohnmobilen auch, ich glaube, jeder, der ein Wohnmobil hat, der kennt das. Die Fächer an den Seiten, wenn da 2 Liter Flaschen drin stehen, sind die am Limit. Und hier habe ich die Möglichkeit, einfach wirklich ordentlich was reinzutun, ohne die Gefahr, dass mir alles rausbringt. Alles, wenn ich alles die Tür entgegenkommt. Ja, so ist es. Ja, der macht richtig kalt und hier vorne sehe ich, also das Bett, das ist schon sehr, sehr kuschelig.
Und ja, ich kann noch mehr Leute mitnehmen. Also viele gehen auch hin, der eine schläft da, der andere schläft da und so weiter und so fort. Ich kann auch mal Leute mitnehmen. Ja, und vor allem, wir haben ja gesehen, vorne können halt auch wirklich Erwachsene schlafen. Das Bett vorne ist echt größer. Das ist richtig, richtig groß. Ja, so ist es. Jetzt die wichtige Frage, wo ist der Kleiderschrank? Der Kleiderschrank ist separat, sieht fast aus wie ein Raum. Auch wieder hier. Riesenplatz, extra einmal mit Stange drin. Unten habe ich große Fächer mit Rausfallschutz. Also jede Menge, was ich mitnehmen kann. Cool. Ja, und jetzt last but not least das Bad. Und das haben wir so oder so ähnlich haben wir das schon gesehen. Genau, oder? so ähnlich haben wir das schon gesehen. Das ist bei den Grundrissen mit dem französischen Bett immer ziemlich ähnlich. Aber üppig, oder? Ja, das So, stimmt. ich steig mal kurz rein. Also eine große Dusche. Wenn du kurz reingehst, geh mal Ja. kurz rein, wegen der Stehhöhe. Deine Größe nochmal zum Mitschreiben? 1,73? 1,73. Genau. Plus 16% Mehrwertsteuer. Nee, die hacken sie nicht an. Nee, hast Turnschuhe an. Da ist aber noch so ein kleiner Teppich, der baut ein bisschen auf. Genau. Platz ist noch wie viel? Zeig mal. Nee, oben. Drehen geht auch. Prima. Alles möglich. Dann hier nochmal der Spiegel mit allem drum und dran. Und das Waschbecken, das ist gar nicht so klein. Hier Und- haben wir wieder Schränke drunter. Ja, das ist ziemlich genauso wie das war. Genau, und die Push-Lock-Funktion. Die Push-Lock-Funktion. Komm, wir gehen mal schnell raus. Das Produkt ist umkämpft. Da wollen schon wieder Leute rein. Für alle, die zuschalten, wir sind auf dem Caravan-Salon 2020 und zeigen das 21er Modell Cara Core 650 MF. Ich zeige mal ganz kurz hier vorne aufs Schild. So sieht es aus. 120 PS, Grundmotorisierung. Und ja, der hier hat 160 PS und der kostet 77.371 € mit den 16% Mehrwertsteuer. Ja, jetzt bin ich mal gespannt. Bei dem letzten haben wir ja gesehen, wenn das Bad an der Seite ist, dann habe ich hinten nicht mehr so viel Platz, oder? Das ist hier auch wieder ziemlich identisch. Okay. Also ich habe die Möglichkeit, einen Schirm unten drunter durchzuschieben, Skier durchzuschieben, lange Gegenstände einfach durchzuschieben. In Fahrzeugbreite Und hab, genau, quasi. in Fahrzeugbreite, habe hier vorne, aber trotzdem kriege ich Tische und Stühle rein und um die Ecke nochmal Getränketräger beispielsweise. Und wie wir das eben oben gesehen haben, ich kann es hochklappen und Genau. habe den Zugriff von innen nach außen. Genau. Das funktioniert. Ja, hier habe ich Zoogurte, die eben sehr stabil sind. Auch hier könnte ich auf dem Heck Fahrradträger machen, Genau, theoretisch. hier kann auch ein Heckfahrradträger montiert werden. Ja, voll LED-Rückleuchten. Also ich mag solche Videos, wo wir einfach mal so zeigen, wie sieht das Ganze aus. Ich gehe mal gerade einen Schritt zurück, dass man es von der Seite mal sieht. Kommt mal mit. Dann können wir mal zeigen, Cara Core. Hier vorne ist so die Abbildung stilbewusster Trendsetter. Das haben die Werbeleute erfunden, oder? Ja, definitiv, aber trifft es ja an sich ganz gut. Also stilvoll, wie wir gesagt haben, ähnlich eines Lofts. Und Da sind die verschiedenen Grundrisse. Okay, es gibt das Fahrzeug auch mit Einzelbetten, da ist aber das Hubbett ist immer mit drin. genau, das Hubbett ist serienmäßig immer dabei. Wenn ich es nicht haben will, geht das? Nein, Okay. Ansonsten, liebe Handwerker, 16er Schlüssel genau. ausbauen zur Not. Ist so, aber das wird ja wahrscheinlich keiner machen. Ja, eine Klimaanlage oben am Dach, das haben wir gerade nicht gezeigt eben kurz, aber ich denke in der Fahrzeugklasse mit den großen Fenstern und allem drum und dran, wenn man schon sich so viel Luxus gönnt, da ist die Klimaanlage auch nicht falsch. Und ich gucke mal gerade, hier steht drauf, hier ist ein Fiat-Paket mit Airbag-Beifahrer, Außenspiegel elektrisch verstellbar, Fahrerhaussitze drehbar, Klimaanlage, Tempomat und allem drum und dran. Die Messeangebote. Ja, der CC 650 MF. Ja, vielen Dank mal an Maja, Ja, gerne. Video Nummer 4. Hast du gut gemacht, so langsam kommst du rein, wenn der Sitz nicht wäre, die Sitzverstellung, oder? Ja, aber gut, man lernt ja nie aus. Das Oder- muss man dazu sagen. Also wenn ihr Maja live kennenlernen möchtet, in welche Stadt muss er fahren? Nach Braunschweig, Ja. zu der Firma Brinkmann Caravan. Ja. Ihr baut die auch um, das heißt, ihr habt die Möglichkeit, eigene Sachen, ihr habt eine eigene Werkstatt. Genau, wir haben eine eigene Werkstatt, wo wir Service-Sachen machen, Gasprüfung, Dichtigkeitsprüfung und separat auch noch eine eigene Wohnmobiltischlerei, wo wir halt auch Duschen umbauen können, Schränke umbauen können. Ist der nett, der Chef? Der ist super nett, ja. Ja. Und die Leute, die bei dir arbeiten? Auch. Die sind alle genauso wie ich. Genauso wie sie. Und du, was würdest du jetzt sagen? Jetzt hast du einiges kennengelernt. Kastenwagen, teilintegriert, voll integriert, Busse. Boah,
Ist das hier so eher jetzt nichts für dich? Ich hätte gerne die ganze Karte. Alles klar. Bis gleich, bleib dran. Tschüss.